So, das Auto bringt für mich alles mit, was für mich ein Auto haben muss. Das Fahrgefühl passt, die Größe passt, der Preis passt, also warum nicht? Mein Name ist Matthias, ich bin 46, wohne im wunderschönen Bringstedt in Sachsen-Anhalt, fahre schon immer Opel und vor allen Dingen Kadett C. Sauerkrauts, the authentic streetwear brand for petrolheads. Besuche unseren Online-Shop und finde dein Lieblingsstück. Wie alle Jugendlichen stand ich mit 16 so ungefähr vor der Wahl, was kaufst du dir als erstes Auto? So, ich war lange erst hab nach Golf geguckt und Polo und so. Und habe dann aber in der Tuning-Zeitung bei einem Kumpel das erste Mal einen C-Kadett gesehen. Da habe ich mir gedacht, so eine Kiste muss er haben. Ja, also das mit dem Tuning fing unmittelbar an. Also so wie ich ein Auto hatte, ging das sofort los. Also ich habe mir den Kadett mit 17 gekauft und für mich stand fest, ich fahre mit dem keinen Meter im Originalzustand. So, ich habe den tatsächlich zu meinem 18. Geburtstag, war der soweit fertig, mit Fahrwerk, Felgen, Auspuff, innen ein bisschen und so weiter. Habe dann meinen Führerschein logischerweise in der Zeit gemacht, den hatte ich auch wirklich einen Monat vorher. Also früher war das so, man durfte den exakt einen Monat vorher fertig machen und ich habe den genau an meinem 18. Geburtstag, hatte ich mit meiner Mama zur Zulassungsstelle gefahren. Ich habe meinen Führerschein geholt und bin dann mit dem Auto zur Schule gefahren. Eigentlich, also für heutige Verhältnisse unfahrbar, aber es war halt geil damals. So, und die mussten so aussehen und viele meinen auch heute noch, die müssen so aussehen. Ich bin da jetzt ein bisschen weiter und war aber auch ein 1.2er und das als erstes Auto war mega. Und das hat auch richtig Spaß gemacht. Also den habe ich mir 2014 gekauft. Das hat aber eine kleine Vorgeschichte. Ich hatte mit meinem ersten Kadett einen schweren Unfall, unverschuldet. Mir ist einer frontal reingefahren. Und aber als ich schon im Krankenhaus gelegen habe, habe ich mir gedacht, irgendwann holst du dir wieder ein Kadett. Es war zu dem Zeitpunkt finanziell nicht möglich, nochmal so ein Auto aufzubauen, weil die waren auch damals schon im Verhältnis zu, ich sag mal, zu einem Corsa doch teuer. Und ja, es braucht dann halt ein bisschen Zeit. So, ich habe aber über die ganzen Jahre Teile gesammelt. Damals haben die nichts gekostet. Die Leute haben das, ich will jetzt nicht sagen weggeschmissen, aber für kleines Geld abgegeben. Und 2014 war es dann soweit, dass ich durch einen Zufall eine Anzeige bei Mobile eine Limo gefunden habe. Es musste auch wieder unbedingt eine Limo sein, war mein erstes Auto ja auch. Und stand knapp 20 Kilometer weg. Ich bin hingefahren, habe mir den angeguckt, habe gesagt, okay, ich zahle den an, ich hole den morgen ab. Und genauso gemacht. Ja, und so bin ich zu dem gekommen.
Petrolheads aufgepasst, wir haben für euch den fettesten Sommerdrop, den wir jemals rausgebracht haben. Denn bei uns im Online-Shop könnt ihr aktuell ganze 3 neue Kollektionen shoppen. Wir haben für euch die Stripes-Kollektion mit 2 Oversized-Shirts und einem Unisex-Hoodie etwas schlichter gehalten. Für die, die es etwas wilder mögen, haben wir die Outlaw-Kollektion. Hier haben wir 2 Designs, einmal mit der Schwalbe und einmal mit dem Golf im legendären 80er Retro-Look. Und jetzt ganz neu im Shop haben wir unsere Sommerdesigns. Ihr habt euch neue Artworks gewünscht und die sollt ihr bekommen. Wir haben hier 4 frische Designs für den Sommer, extra für euch Petrolheads. Mit dem Code SOMMER15 könnt ihr jetzt 15% bei uns im Online-Shop auf die Sommerkollektion und auf alle anderen Artikel sparen. Übrigens unterstützt ihr mit jedem Kauf auch hier das Sauerkrauts Magazine. Darüber freuen wir uns natürlich sehr, denn wir wollen natürlich auch weiterhin hier tolle Filme für euch produzieren. Und deswegen störe ich jetzt auch nicht weiter und wünsche euch viel Spaß mit dem Film. Also ich hatte die genaue Vorstellung, wie er auszusehen hatte. Er war im kompletten Originalzustand, war natürlich ein bisschen runtergerockt, wie die alle sind. Und zwar war das so, es kam irgendwann mal eine alte Dame aus dem Westen mit dem Ding hierher gefahren. Und der ist hier in Haldensleben liegen geblieben. Und die hat sich in Haldensleben ein neues Auto gekauft. Und so ist der hier geblieben. Und der Vorbesitzer hat den durch einen Zufall von dem Autohausbesitzer aufgekauft und meinte dann, naja, den könnte ich ja mit meinem Sohn mal zurecht machen. Ja, der Sohn hatte aber mehr Bock auf Mercedes und somit ist der dann übergeblieben. Mein Glück sozusagen gewesen. Er war noch relativ unangetastet. Somit wurden noch keine wilden Restaurierungsorgien an dem Auto durchgeführt und es war noch alles relativ original. Ja, die Karosserie musste natürlich in einen vernünftigen Zustand versetzt werden. Ich habe die einmal durchgeschweißt, also Schweller, Radläufe, Batterieblech, ein paar Ecken um die Scheibenwerfer. Aber es war eigentlich alles gar nicht so wild. Also für so ein altes Auto war das völlig okay. Der Unterboden ist komplett ungeschweißt, ist komplett original. Und ja, dann ging es los, umbauen, Fahrwerk, Felgen, so wie ich das immer schon im Kopf hatte. Es mussten diesmal 15 Zoll werden, oder 13 Zoll war mir einfach zu klein. Und ja, matt-weiß fand ich damals, ja, könnte man mal probieren. Also matten C-Kadett hatte ich vorher noch nie gesehen. Den habe ich dann unterm Carport lackiert. Und so ist das erstmal geworden. War eigentlich als Provisorium gedacht. War damals der Situation geschuldet, dass ich keine Lackierhalle hatte. Und dachte mir, naja, wenn es 5 Jahre hält, ist ja okay. Ja, jetzt haben wir 2026, der Lack ist immer noch drauf. Und mal gucken, wie lange noch. Also es ist komplett anders. Es ist alles sehr, sehr direkt. Man hat unheimlich viel Gefühl, was in den neuen Autos alles verloren geht. Man hat ja auch keine Helferlein in dem Sinne. Ja, es ist kein ABS, ESP, ASR und was es nicht alles gibt. Der hier hat auch keine Servo. Und somit ist es ein sehr direktes Fahrverhalten. Es geht natürlich alles ein bisschen schwerer. Ich mag das aber. Also ich mag diese neue, weiche Lutschte, das mag ich halt nicht. Künstlich Kräfte zu erzeugen, nur damit es sich angenehmer fahren lässt, das ist halt nichts für mich. Ich habe das eben lieber puristisch und merke halt mit meinen eigenen Muskeln noch, was ich hier tue im Auto. Und das, so fährt sich so ein Auto halt. Es ist natürlich auch dementsprechend lauter. Das liegt aber auch ein bisschen daran, inwieweit man Dämmung rausnimmt oder noch drin lässt oder was man für einen Motor verbaut hat. Aber ich brauche beim Fahren diesen Kontakt zur Straße und auch zum Auto. Also ich merke sofort, wenn mit diesem Auto irgendwas nicht stimmt. Weil entweder du hörst es oder du fühlst es. Und das ist bei neuen Autos überhaupt nicht. Ja, da geht jetzt zwar der Motorkontrollleuchter an, aber du kannst nicht sagen, ja, was ist es denn jetzt? So, und hier krieg ich sofort mit, okay, da passt was mit der Zündung nicht oder jetzt ist ein Zylinder ausgefallen oder sonst irgendwas. Das kriegst du bei den neuen Autos alles nicht mit. Und sowas, das brauche ich einfach beim Fahren. Das macht für mich das Fahren aus und das macht mir Spaß. Ja, somit ist halt wirklich ein puristischeres Fahren. Also Innenausstattung war original eine braune. Schön braunen Velour mit braunem Teppich und einem
ja, ich sag mal, beigefarbenen Dachhimmel. Bin auch erstmal so mit rumgefahren, hatte dann so eine geilen Kugelsitzbezüge, so eine Anti-Schweiß-Rentnerbezüge. Aber nee, war natürlich nicht meins. Musste dann irgendwann Leder her, hat dann ein bisschen gedauert, bis ich die passende Sitze gefunden hatte. Die Champion-Sitze werden jetzt einem auch nicht wirklich hinterhergeschmissen aus dem E-Kadett, sondern man muss ein bisschen suchen. Und hatte dann aber irgendwann gefunden und eine passende Rückbank als Bezug bei Kleinanzeigen ergattern können und somit sind die dann reingewandert. Einen schwarzen Teppich hatte ich noch, hatte ich bloß vorher nicht reingemacht, weil alles braun war. Aber in dem Zuge kam das dann eben mit rein. So, und genauso wie die SR-Zusatzinstrumente, die kamen dann später dazu und die Spiegel, damit ja, das einfach komplettiert ist. Das gehört für mich irgendwie dazu. Also original war das ganze Ding in 1.2er Automatik. Das sollte auch erst tatsächlich so bleiben, bis mir dann die Automatik auf der Autobahn abgeraucht ist. Dann hatte ich schon wieder gar keinen Bock mehr auf die Automatik, dann habe ich die rausgeschmissen, habe ein Vierganggetriebe eingebaut. Es blieb aber erstmal ein 1.2er. Dann hatte ich Probleme im Teillastbetrieb, dass das Ding immer geruckelt hat. Und man konnte an den Vergaser einstellen, was man wollte, es hat einfach nicht funktioniert. Und dann habe ich das Ding auf Doppelvergaser umgebaut. Habe das teuer abstimmen lassen und nach 300 Kilometer ist mir der Motor festgebrannt. Gab natürlich keine Garantie dafür, weil ich die Vergaser nicht in dieser Bude da gekauft hatte. Und es hat sich herausgestellt, der war einfach viel zu fett eingestellt und naja, gut. Dann war das Thema 1.2er auch für mich gestorben. Ich hatte ja Gott sei Dank in meinem Teileregal noch einen 2 Liter zu liegen. CIH, den habe ich da eingebaut. Komplett mit Achsen und allem, was dazugehört. Damit bin ich dann auch erstmal eine ganze Weile gefahren, war damit auch ganz zufrieden, habe dann eine Motronik von einem C20 NE drauf gebaut, also aus dem E-Kadett GSI, das lief perfekt. Und irgendwann war es dann aber so weit, dass der Motor von jetzt auf gleich angefangen hat zu klingeln, hat einen Haufen Öl verbraucht und da war dann erstmal die schnellste Entscheidung, ich muss jetzt hier irgendwas einbauen, was funktioniert. Meine Freundin hatte leider mit ihrem Oldtimer einen Unfall vorher und ich habe das komplette Antriebspaket aus dem Oldtimer praktisch rausgebaut. Das war ein C20 NE mit einem Getrag 240 Getriebe. Das hat Gott sei Dank 1:1 alles reingepasst. Und damit bin ich dann auch erstmal 3 Jahre glücklich gefahren. Dann war es jetzt aber so weit, dass ich dachte, okay, die kann ihren Motor wieder haben. Hatten in der Zeit ein anderes Auto. Und ich baue mir was ein, ja, was halt ein bisschen mehr Leistung noch hat und ja, was halt eben auch gut und zuverlässig ist. Und so fiel dann die Wahl auf den 20XE in der letzten Ausbaustufe, also mit 2.8er Motronik, hat man das Zündverteilerproblem nicht an der Spritzwand und habe den dann halt darin gefummelt und es fährt gut. Ja, der Motor ist halt ein C20XE. Astra, Calibra, Vectra wurde so ziemlich in allen etwas schnelleren Autos verbaut in den 90ern oder Ende der 80er, Anfang der 90er. Den habe ich einfach gebraucht von einem gekauft, der mir aber Gott sei Dank die komplette Historie zu dem Motor mitgeben konnte. Mit Original Tacho dazu, wo Kilometerstand drauf ist und. Und deswegen habe ich den halt gekauft, weil es war jetzt nicht ganz so so eine Katze im Sack, weil man ja wenigstens die Teile drumherum dazu gekriegt hatte, die halt aus dem Spenderfahrzeug dazugehört haben. Also normalerweise mache ich so, dass ich lieber Spenderfahrzeuge kaufe, aber die Spenderfahrzeuge, wo diese Motoren drin sind, einfach viel zu teuer. Und den habe ich gebraucht gekauft, irgendwo im Osten von Deutschland, da sind wir hingefahren, mit dem Anhänger geholt, dann lag er erstmal 3 Jahre bei mir rum und jetzt ist halt diesen Winter reingekommen. Viele behaupten oder sagen, es ist der beste Motor, der von Opel jemals gebaut wurde. Er ist für die Leistung, die er abgibt, sehr kompakt. Es war zu der damaligen Zeit wohl einer der besten 16-Ventil-Motoren. Also auf jeden Fall den VW-Motoren um Weiten überlegen. Hat 150 PS aus 2 Litern Hubraum, sehr drehfreudig, hängt gut am Gas, hält bei Pflege ewig und ja, sowas brauche ich einfach. Ich brauche halt einen Motor, wo ich mich drauf verlassen kann. So, und deswegen kam für mich praktisch nicht so irgendein getuntes Ding in Frage, wo du den Haufen Teile hast, die halt nicht aus der Großserie kommen,
sondern irgendwo nachträglich hergestellt, wo man immer so ein kleines Risiko hat, naja, könnte das eventuell in der Fahrt mal kaputt gehen. Das kann ich halt nicht gebrauchen. Deswegen bin ich dann irgendwann zu diesem Motor gekommen. Eigentlich ist es gar nicht mein Motor gewesen damals. Aber er hat halt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das muss man einfach sagen. Es wurde auch früher viel gemacht, diesen Motor in CKD zu bauen. Eben aufgrund der Tatsache, dass er ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Viele belächeln das und meinen, nein, der Motor hört da nicht rein und bla bla. Aber für mich zählt einfach nur, es muss gut fahren und der klingt geil. Fahrwerk ist, ist so ein bisschen wild zusammengewürfelt, sage ich mal. Also es sind KAW-Federn in 85/70. Das ist das tiefste, was man so momentan auf dem Markt zu kaufen kriegt. Stoßdämpfer sind hinten Konis, verstellbare. Vorne bin ich sehr lange mit verstellbaren Spax-Stoßdämpfern gefahren. Die haben jetzt aber in der letzten Zeit so ein bisschen angefangen zu klappern und fahre jetzt Bilstein aus einem Lada 2102. Die sind nämlich schön kurz. Also die sind wirklich so kurz wie die alten Konis, die man von früher kennt. Die Konis von früher sind aber einfach nur brechend hart. Selbst wenn man sie auf komplett weich macht, sind die einfach zu hart. Und die Bilsteine, die machen einen guten Eindruck beim Fahren. Und das teste ich jetzt mal so aus und so bleibt das jetzt erstmal. Ich würde tatsächlich irgendwann mal eine richtige Lackierung machen. Also auch mit einem Glanzlack wieder. Einfach weil dieser Mattlack nicht diese Robustheit hat, die ich mir von einem Lack wünsche. Also sieht man auch an den vielen Steinschlägen. Gut, das Auto wird halt auch dementsprechend gefahren. Ja, also es ist nicht so, der steht nicht in der Garage, der wird im Sommer nahezu jeden Tag gefahren. Wo ich hin muss, fahre ich mit dem Ding hin. Und mit einem Auto was 850 Kilo wiegt und 130 oder noch mehr PS hat, da fährt man halt nicht 80. Also ich zumindest nicht. Und ja, dann bleibt das halt nicht aus. Stört mich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so mal, um das Ganze wieder ein bisschen frisch zu machen, soll der mal noch einen richtigen Lack kriegen. Und das wäre, glaube ich, das Einzige, was ich noch machen wollen würde. Der Rest ist so, wie es mir gefällt. Also sehr, sehr eingehend oder was ich nie vergessen werde, war ein Roadtrip durch Südeuropa. Hing halt damit zusammen, ich wollte mit meiner Freundin nach Brasilien fliegen und der Flug wurde 12 Stunden von der Fluggesellschaft gecancelt. Und da haben wir uns gedacht, was machen wir jetzt? Gut, wir können jetzt versuchen, einen anderen Flug zu kriegen und wenn das nicht klappt, müssen wir den ganzen Urlaub bezahlen. Da waren wir noch in der Zeit, wir konnten alles kostenlos stornieren, also haben wir das gemacht. Dann haben wir uns am selben Tag ins Auto gesetzt und sind einfach auf dummen Dunst Richtung Südeuropa gefahren, haben dann immer abends geguckt, in welchem Hotel können wir schlafen und haben dann tatsächlich einen Trip gemacht von hier über Frankreich, Spanien, dann wieder zurück Südfrankreich, Italien und Österreich bis wieder zurück nach Deutschland. Haben dann so Zwischenstationen gemacht, wo wir ein bisschen länger geblieben sind in Marseille und Rom. Es waren dann insgesamt 4.500 Kilometer und die haben wir in 10 Tagen runtergerissen. So, und dann haben wir ein Jahr später sind wir eine Oldtimer-Rallye gefahren. Hieß von der Mosel bis zum Meer. Das heißt, Start war an der Mosel. Das allein sind von hier schon, ja, ich glaube 600 Kilometer. Und dann ging es über Luxemburg, Belgien, Frankreich bis an Atlantik. Und von da aus dann wieder zurück. Das sind wir dann, insgesamt waren das dann auch 2.500 Kilometer, die wir gefahren sind, das in 5 Tagen. Und ja, wenn man Sondertrips mit dem Auto macht, daran erinnert man sich halt.
also wie bin ich zum Aero gekommen? Ich habe gezielt nachgesucht. Ja, wer so C-Kadett-affin ist so ein bisschen, der kommt eigentlich um Aero irgendwo nicht drum rum. Ja. Das ist einer der seltenst gebauten Modelle von Opel. Gibt so knapp 1300 Stück und keine Ahnung, wie wenig davon überlebt haben. Es sind zwar schon noch ein paar, aber natürlich nicht alle. Und dachte mir, so ein Aero wäre schon cool. Habe dann gezielt nachgesucht, habe in Sulingen einen gefunden, habe ihn angeguckt und habe dann auch eine Anzahlung gemacht und nächsten Tag abgeholt. Hat alles soweit gepasst. Kommt aus einem Autohaus sozusagen, stand da 20 Jahre im Showroom, sage ich mal. Wurde nur ab und zu mal bewegt, wurde davor restauriert, wofür es auch Belege gibt. Und hat deswegen eigentlich einen relativ guten Allgemeinzustand, nicht perfekt, aber gut. Ja, und das war für mich ein ausschlaggebender Punkt, mir den dann zu holen. Silly, silly heart. She brags about her scars. Still thinks you're the missing part. I'm dolled up to the teeth in heels that hurt my feet. Wondering just where you. Ja, also Aero war schon zur damaligen Zeit natürlich speziell. Das ist so, jeder Aero ist als Limo vom Band gelaufen, kam dann nach Stuttgart zu Bauer. Und Bauer hat das Ding dann umgebaut zum Aero, parallel zum BMW. Gab es ja auch eine Aero-Variante, hieß ja glaube ich ein bisschen anders, ist aber dasselbe Konzept. Und wurde halt auch nicht so oft gebaut, weil es sehr, sehr teuer war für die damalige Zeit. War eigentlich ein Flop sozusagen. Ja, aber dadurch ist er jetzt natürlich wertvoller und begehrter. Ja, also verändert habe ich Fahrwerk, KAW-Federn, hat sich einfach bewährt. Diesmal aber mit Leidinger Stoßdämpfern, wollte ich einfach mal ausprobieren. War aber hauptsächlich aus dem Grund, muss ich zugeben, weil die einfach mal relativ günstig sind. Und ich finde es aber ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also die fahren sich nicht schlecht. Sicherlich ist immer Luft nach oben, aber für den Preis fahren sie sich echt gut. Dann Felgen BBS RM. In dem Fall war für mich damals schwierig, weil ich entscheiden wollte, was nimmst du da für ein Rad? Ja, und die TH-Line wollte ich nicht nochmal nehmen. Und es musste ja noch irgendwas sein, was zeitgenössisch dazu passt, wegen H-Zulassung und BBS geht eigentlich immer. Ja. Waren halt nur ein bisschen schwierig zu kriegen, oder zumindest zu einem Preis, den man akzeptieren könnte. Hab dann aber welche gefunden, die ich dann noch aufarbeiten musste und so sind die drauf gewandert, sind jetzt vorne so geblieben in 6,5 x 15, so wie sie vom Band gelaufen sind. Hinten ist in 7,5 x 15, ist umgeschüsselt. Mit momentan jetzt 185, 45 vorne und 195, 45 hinten. Eine Kombi, die ich so jetzt aber ganz gut finde. Hat den Vorteil gehabt, ich brauchte die Radlaufkanten nicht umlegen. Es passt so drunter. Das war für mich wichtig, weil ich natürlich an dieser restaurierten Karosse nicht nochmal irgendwie rumkloppen wollte. Und so ist es dazu gekommen. Ja, dann habe ich noch Blinker in weiß und Scheinwerfer abgedunkelt. So eine Kleinigkeiten halt, die das Ganze abrunden. Dann kam Edelstahlauspuffenanlage dazu und ein Umbau auf einen Doppelvergaser. Obwohl ich ja damals mit dem Vergaser so auf Kriegsfuß stand. Diesmal ist es ein Solex geworden. Hatte das unwahrscheinliche Glück, dass ich über Kleinanzeigen eine komplette Anlage gefunden hatte mit einem unwahrscheinlich netten Verkäufer. Den habe ich angeschrieben, der hat gesagt, ruf mich mal an. Ich habe da angerufen, der hat mir alles Mögliche erklärt zu dem Vergaser, wie man das am besten macht und einstellt und hier und hopp. Dann habe ich mir echt die Zeit genommen, da hinzufahren nach Essen und habe den Vergaser da abgeholt und kam dann in einen Kellerraum, der komplett voll mit Vergasern war. Und er hat mir dann erklärt, dass er seit, keine Ahnung, 25 Jahren mit C-Kadett und Vergaser experimentiert. Momentan fährt er irgendeinen Porsche-Vergaser auf seinem 1.2er C-Kadett und funktioniert sehr, sehr gut, sagt er. Und naja, wenn du so eine Typen dann findest, die dir das dann erklären können, dann machst du am besten so und so und so und stellst an der Schraube und dann funktioniert das. Und er hat auch recht, also es funktioniert, man kann damit echt fahren. Er hat auch mehr Leistung als vorher, man spürt das auch. Aber trotzdem ist natürlich das Verhältnis Verbrauch-Leistung passt gar nicht. Aber es ist egal, es macht erstmal Spaß und das ist das Wichtigste.
2S. Der ist auch original drin gewesen, hat original 60 PS. Mit dem Vergaser hat er 68 PS. Die hat er auch wirklich, hat Prüfstand bewiesen. Ja, ist für so ein Auto, ich will jetzt nicht sagen ausreichend, aber man kann da wirklich mitfahren. Es geht und man kann auch im heutigen Verkehr damit vernünftig mitschwimmen. Ist schon okay. Die heutigen Cabrios sind ja nur so aerodynamisch geformt, dass man drinnen ja keinen Windzug mitkriegt. Also wenn du hier das Dach aufmachst und hinten das Verdeck runterklappst, dann flattern die Haare ordentlich. Das ist halt so. Ja, also ich habe damit jetzt weniger ein Problem. Wenn das Wetter nicht ganz so gut ist, mache ich halt bloß das Tagerdach auf. Dann ist es wie ein großes Schiebedach. Aber natürlich, ich fahre den sonst fast nur offen. Die Spiegel sind SR-Spiegel, wurden leider genauso wie die Stoßstangen vom Vorbesitzer halt weiß lackiert. Jetzt würde ich aber sagen, ich lasse sie so, weil es hat so kaum jemand mit lackierten Stoßstangen und lackierten Spiegel. Das setzt das Ganze noch mal ein bisschen ab, ist Geschmackssache, aber ich lasse es jetzt so. Die Innenausstattung ist komplett original. Ist eine Glencheck-Ausstattung und wer die rausschmeißt, ist selber schuld. Ist im Zustand relativ gut. Einziges Manko ist, die Seitenwange vom Fahrersitz ist ein bisschen abgewetzt. Also wenn jemand noch einen guten Fahrersitz hat mit Glencheck-Stoff, kann er sich gerne melden. Wäre ich sehr dankbar für. Muss aber original Glencheck-Stoff sein. Kein Repro, habe ich nämlich auch da. Sieht zu unterschiedlich aus. Kann man also nichts mit reparieren, müsste man sonst die komplette Ausstattung machen. Und das möchte ich nicht. Plan für die Zukunft ist tatsächlich ein anderer Motor. Allerdings hier nichts Neueres, sondern da kommt ein CH rein. Also hat einfach nur den Grund, dass der wertstabil bleibt. Ja, CH-Motor mit passenden Achsen dazu. Sonst wüsste ich jetzt erstmal nicht, was ich verändern will. Also City ist eigentlich ursprünglich so gar nicht mein Fall gewesen. So überhaupt nicht und ich fand ihn immer hässlich und ja, meine Freundin hat damit so ein bisschen geliebäugelt und hat gesagt, na, lass uns doch einen City kaufen. Ich so, ach nee, kein City, nimm doch lieber eine Limo, ist doch viel besser. Aber sie hat sich dann durchgesetzt und ich möchte meinen, sie hat gezielt nachgesucht. Und wir haben dann auch tatsächlich einen gefunden, das war irgendwo in der Nähe von der polnischen Grenze, sind dann hingefahren. Und der Typ, der den verkauft hat, wollte nach Norwegen auswandern und konnte den nicht mitnehmen. War eine abgebrochene Restauration. Er hat den auch bloß von irgendeinem Kumpel gekauft, der den schon zurecht machen wollte. Also er ging jetzt, keine Ahnung, durch wie viele Hände als Puzzle, wurde dann nach dem Lackieren nie wieder zusammengebaut. Ist dreimal umgezogen und ja, war eigentlich sehr bemitleidenswert. Und ja, ich habe dann immer so einen Drang, solche Autos zu retten. Ja, ich sage, gut, den nehmen wir mit. Kriegen wir schon irgendwie wieder zusammen. Zu Hause gewesen, erstmal festgestellt, Motor fest und die Teile, die eigentlich alle dabei sein sollten, haben zum Teil dann doch gefehlt. Aber es war dann auch irgendwo egal. Er war dann da und wir mussten das Beste draus machen und das haben wir dann auch gemacht. Dann ging der Aufbau so nach und nach los. Meine Freundin hat aber auch immer mitgeholfen. Die hat den ganzen Innenraum leer gekratzt und die ganzen Thermatten rausgebrannt und den Lack drinne entfernt, damit man eventuelle Unterwanderungen gefunden hat. Dann komplett neu innen ausgrundiert, neue Thermatten rein, abgedämmt mit Filz und so weiter. Das hat alles hier gemacht. Da brauchte ich dann nichts dran machen. Ich habe mich um die Karosse gekümmert. War leider Gottes, er war gut lackiert, muss ich sagen. Beim Anlegen der Radlaufkanten hinten ist aber eine Radlaufkante abgebrochen, weil das Blech halt dann doch schon ein bisschen dünner war. Das heißt, einen Radlauf musste ich dann nochmal schweißen. Eine Seitenwand habe ich dann lackiert, logischerweise. Bei den anderen war es durch das ganze Chrompaket Gott sei Dank nur nötig, bis genau unter die Chromkante zu lackieren. Das
Das hat auch gut geklappt alles. Ja, und so ist er so nach und nach dann entstanden und wurde besser und besser. Und jetzt mag ich ihn auch. Also der Innenraum war so, wie er jetzt ist, wirklich in dem Zustand. Wir haben die Sitze richtig sauber gemacht, aber ich finde dieses Karo-Muster einfach mega und das passt dazu wie die Faust aufs Auge. Es ist nur ein schwarzer Dachhimmel reingekommen, den ich nachträglich sozusagen besorgt habe und eingezogen habe, und die Hutablage, die war nicht mehr dabei. Genauso wie die Hutablagenauflagen. Wir hatten erst welche aus Kunststoff, die sind aber so labberig und das hält alles nicht so richtig. Jetzt sind welche aus Metall drin, die gab es in irgendeiner Serie mal kurzzeitig, weiß ich nicht. Und die halten richtig gut. Die Hutablage selber ist eine Siebdruckplatte, die haben wir halt ausgeschnitten, bezogen, beklebt und so ist die da reingewandert. Sonst, was ja für mich ja schon fast Standard ist, SR-Zusatzinstrumente, also die Mittelkonsole, der Drehzahlmesser Tacho, das musste einfach sein. Und das Lenkrad hatte sich letztes Jahr erst auf einem Treffen gekauft. Sie wollte unbedingt ein Holzlenkrad haben. Ja, da sag ich, ja gut, dann kauft ihr das. Dann haben wir es da reingefummelt und dann ist gut. Motor, ja, ist eine längere Geschichte bei dem Auto. Wie gesagt, der Originalmotor war ja fest. Da habe ich auch überlegt, was machst du jetzt? Gleich was Größeres rein und sie, nein, wir bauen dann wieder einen 1.2er ein. Das reicht. So gut, kaufen wir wieder einen 1.2er und dann bauen wir den da rein. Haben dann einen gefunden in der Polder, kam allerdings aus einem D-Kadett. Musste dann noch ein bisschen umgebaut werden, damit er in den C-Kadett passt. War jetzt aber nicht das Ding, Getriebe hatte ich noch. Reingebaut, ist erstmal 2 Jahre mitgefahren. Ist natürlich dann aufgrund der Felgen, die sie vorher gefahren hat, eine ganz schöne Drehorgel gewesen. Und da habe ich dann gedacht, ey, nee, mit dem 1.2er so richtig geil ist das nicht. Und sie hat ja dann Gott sei Dank den Motor aus meiner Limo wieder zurückbekommen, was ja eigentlich ihrer war. Den habe ich da dann wieder eingebaut. In dem Zuge kamen natürlich dann andere Achsen mit einer anderen Übersetzung. Und da gibt es auch noch eine schöne Geschichte zu erzählen zu der Achse. Wir haben die aus einem Sammelsurium, sag ich mal, geholt. Da waren wir an der Nordsee fast bei irgendeinem Typen mit einem abgesoffenen Haus. Keine Ahnung, das sah ganz, ganz komisch aus da. Und der hat die Teile bei sich in der Garage zu liegen gehabt. Das, ja, wir haben die mitgenommen einfach, konnten die Achse natürlich vorher nicht testen. Haben die hier aufgeschraubt und haben die Lagerdeckel gefehlt. Ich dachte, scheiße. Und jetzt, ich habe da aber Gott sei Dank einen Bekannten, den habe ich angerufen. Ich sage, Micha, ich habe hier eine Achse, die habe ich günstig gekriegt. Hier fehlen aber die Lagerdeckel. Er hat gleich, kannst du wegschmeißen. Ich sage, was denn wie jetzt wegschmeißen? Nee. Er hat gesagt, doch, das funktioniert nicht. Die werden zusammengebohrt und es passt nur der Deckel zu der Achse, so wie es ist. Ich sage, hast du noch Lagerdeckel da? Die dann mal irgendwann, ja, ich habe noch welche, können wir gucken, aber es wird nicht passen. Ich dahin, oder wir besser gesagt. Es hat sich Gott sei Dank herausgestellt, dass die einen Tick zu groß waren, sodass man ein bisschen Material abnehmen konnte, sodass die dann eventuell passen könnten. Er sagte zu mir, das kriegst du nicht hin, das muss zu präzise passieren. Ich sage, gib mir die Dinger mit und wenn ich so runterfeile, ja, ich krieg das schon irgendwie hin. Natürlich geht das mit Pfeilen nicht oder sehr, sehr schwierig. Ich habe aber Gott sei Dank einen Bekannten, der verfügt über einen unwahrscheinlichen Maschinenpark und den habe ich angerufen. Ich sage, Matze, ich habe hier das und das Problem. Er sagt, du, das mache ich ganz oft. Komm vorbei, kriegen wir hin. Achse mitgenommen, die Deckel mitgenommen, Tuschierfarbe mitgenommen und dann haben wir die so präzise abgefräst, dass die so passen, wie sie sind, also wie es muss. Und so ist eine komplette Hinterachse wieder entstanden für sehr, sehr wenig Geld und die läuft auch wirklich echt gut. Und da war ich sehr überrascht und bin jetzt so froh, dass sich die so
wieder retten konnte. Ja, Motor ist jetzt der 20NE mit einem Getrack 240 Getriebe, hat auf dem Leistungsprüfstand 130 PS gebracht und das geht in dem Auto echt gut. Ja, Fahrwerk klingt zwar langweilig, ist aber wieder KAW geworden. 85/70 hat sich eben bewährt. In dem Fall hier sind es allerdings härteverstellbare Jamex-Stoßdämpfer. Ja, bei Kleinanzeigen gefunden, haben fast nichts gekostet, wollte keiner haben. Also ich kaufe es einfach, ich probiere es einfach aus. Fahren sich mega. Sind eigentlich vergleichbar mit den härteverstellbaren Spax-Stoßdämpfern. Abmessungen sind identisch, Verstellung ist identisch, wenn man nicht sogar der gleiche Hersteller dahinter steckt, keine Ahnung. Fahren sich echt gut. Bleiben auch drin. Felgen ist er zuerst Mattich SSF gefahren, also eine Stahlsportfelge in 7 und 8x14 tatsächlich, mit dem 1.2er Motor. Wollte sie auch behalten. Ich konnte sie aber Gott sei Dank davon überzeugen, denn doch 15 Zoll zu fahren. Die Felgen, die jetzt drauf sind, sind Real Cobra Felgen in 7 und 8x15. Die sollten eigentlich auf meinen nächsten Kadett drauf. Aber die haben hier halt sehr, sehr schön gepasst. Die habe ich zur Abwechslung mal nicht selber gemacht, die habe ich machen lassen, also aufbereiten lassen. Weil dieses Speichendesign halt mit Schleifen und so, da hatte ich einfach keinen Nerv drauf. Und das haben die auch soweit ganz gut gemacht, die Jungs. Die Schrauben sind allerdings getauscht gegen richtige Schrauben. Das sind keine Kunststoffstecknippel mehr, sondern es sind wirklich tatsächlich richtige Edelstahlschrauben. Und die 7er Felge hatte eine andere Optik als die 8er Felge. Und zwar haben die eine andere Anbindung des Nabendeckels. Bei der 7er Felge wurde der Namendeckel geschraubt und bei der 8er Felge geklickt. Und somit hätte das eine andere Optik ergeben, da ich ja ohne Namendeckel fahre. Beziehungsweise meine Freundin ohne Namendeckel fährt. Ich finde das so schöner, weil diese Namendeckel halt einfach nur eine glatte Scheibe sind. Und das sieht irgendwie zu diesen Felgen, finde ich, nicht gut aus. Da kommt wieder mein Kumpel Matze ins Spiel, der mit diesem unwahrscheinlichen Maschinenpark, der hat Drehbänke, da kann man so eine Felge aufspannen. Dann konnte ich die Narben beide passend zurecht drehen, so dass sie identisch aussehen und genau die Original Opel Edelstahl Narbenkappe reinpasst. Und somit gibt das für mich ein sehr stimmiges Gesamtbild. Also geplant für die Zukunft ist maximal noch den Motorraum vielleicht ein bisschen schöner zu machen. Der wurde früher irgendwie erstmal mit Steinschlagschutz ausgespritzt und dann überlackiert. Das sieht natürlich nicht ganz so schön aus. Man könnte jetzt sagen, okay, mit einem Auto, mit dem man so oft fährt, muss man es jetzt nicht unbedingt machen. Aber ich glaube, das würden wir schon noch irgendwann mal machen. Aber sonst würde ich an dem Auto nichts mehr verändern wollen. Also bedanken natürlich in erster Linie bei meiner Freundin, die bei allem mitmacht, ob das Teile holen ist, ob das ist, wenn ich mal eine helfende Hand brauche oder es muss ja nicht mal nur die Hilfe sein, es reicht ja auch, dass sie andere Arbeiten macht, die eigentlich gemacht werden müssten, wenn es im Haushalt ist oder irgendwelche Erledigungen, die sie dann übernimmt, damit ich sozusagen schrauben kann und das natürlich auch toleriert. Dann kümmert sie sich um die ganzen Aufklebergeschichten. Also sie zeichnet die Aufkleber, sie plottet die aus und wir kleben sie dann zusammen auf. Dann bei meinem Kumpel Matze, wo ich an die Maschinen halt ran kann. Vielleicht noch bei Peter und Robert, da weniger eigentlich für irgendwelche Hilfe, weil ich mache grundsätzlich alles selber. Aber manchmal braucht man halt einfach einen, mit dem man über irgendwas labern kann. Ja, man hat ein Problem und man beißt sich daran fest und braucht einen, mit dem man erzählen kann. Das kann ich mit denen. Und außerdem natürlich an meinen TÜV-Prüfer. Ohne den wären diese Autos, so wie sie jetzt legal rumfahren, nicht möglich. Und dafür danke.
Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, geht schon los. Ja. 2022, 2021. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Kadetten gefallen haben, lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal. Die Jungs machen einen ganz coolen Job. Ohne die wäre sowas alles, was wir hier machen, nicht möglich. Mit den ganzen Treffen und überhaupt diese Fahrzeugvorstellungen von anderen, sich das einfach mal anzugucken, was dahinter steckt, kann sich wahrscheinlich kaum einer vorstellen, wie es dazu gekommen ist. Sonst liked es und wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, schreibt sie gerne nieder und denkt an die Stoffausstattung.